seid. Wir haben heute ein ziemlich geballtes Programm. Ich habe gesehen, wir haben heute den Tag der Herzinsuffizienz organisiert vom HerzMobil Tirol Team mit der Koordinatorin Bettina Fett. Das geht heute den ganzen Tag am Vormittag, haben wir schon Vorträge gehört und ab sofort starten jetzt die Workshops. Und wir haben uns gedacht, dieser Tag der Herzinsuffizienz ist sicher ein guter Tag, um zurückzuschauen und um Bilanz zu ziehen. Und deswegen haben wir Sie heute da eingeladen. Unsere Redner vorne am Podium für Sie sind der Landesrat Herr Dilk, der Professor Gerhard Bölzl, er ist der ärztliche Leiter HerzMobil Tirol. Der Dr. Clemens Risbacher ist der Vorstand des Landesinstituts für Integrierte Versorgung Tirol. Frau Bettina Fett habe ich schon vorgestellt, Koordinatorin des HerzMobil Tirol. Und rechts am Rand sitzt, nicht angekündigt, ein ehemaliger Patient des HerzMobil Tirols, der Herr Alois Greil. Ich darf gleich dem Landesrat Herr Dilk die erste Frage stellen, und zwar die Telemedizin und damit auch das HerzMobil Tirol war und ist dir ein besonderes Anliegen. Warum hast du dich so früh schon dafür eingesetzt, dass Tirol in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt? Ja, geschätzte Damen und Herren, liebes Podium, zunächst mal danke zum Kommen zu dieser Landespressekonferenz des Landesinstituts für Integrierte Versorgung zu dem Thema HerzMobil. Und ich möchte zunächst einmal Danke sagen, also beim Team um Professor Bölzl und Frau Fetz und Clemens Risbacher für das, was hier am Landesinstitut die letzten Jahre in dem Thema Betreuung von Herzinsuffizienzpatienten im Zuge von HerzMobil Tirol vorbereitet wurde. Wir haben im Jahr 2012/13 als Tiroler Landesregierung und Landtag das Landesinstitut für Integrierte Versorgung geschaffen, um also Themen der integrierten Versorgung in Tirol im Zuge der Umsetzung der Gesundheitsreform zu etablieren. Und dieses Landesinstitut ist für uns eine wichtige Einrichtung, weil es uns damit gelingt, wichtige sektorenübergreifende Versorgungsprogramme zu etablieren. Ich verweise auf die Palliativ- und Hospizversorgung beispielsweise und das ganze Thema chronische Erkrankungen bis hin also zu wichtigen anderen Themen. Und es ist eine Schlüsselstelle auch zur Umsetzung von Reformen im Bundesland Tirol. Dafür auch ein herzliches Dankeschön an die gesamte Mannschaft, die hier am Landesinstitut also tätig ist. Das Thema Telegesundheit, Telemedizin und herzschwache Patienten ist ein Thema, wo wir uns schon sehr lange damit beschäftigen. Hintergrund ist der, dass wir natürlich auch gerade wenn wir hineinschauen in die demografische Entwicklung in Tirol, wir natürlich sehen, dass man dankenswerterweise wird Tirol älter, das heißt, die Demografie sagt uns, dass wir im Älterwerden gut vorankommen und wir natürlich uns gut vorbereiten müssen im Gesundheitswesen, aber auch im pflegerischen Bereich für die großen Themen. Die großen Themen sind Demenz, die großen Themen sind chronische Erkrankungen, die großen Themen sind, dass wir auch verbinden müssen den Gesundheitsbereich und den pflegerischen Bereich. Und deshalb war uns bereits vor 10 Jahren sehr wichtig, dass wir hineingehen, wie stellen wir diese Programme auf. Und das Thema Umsetzung der österreichischen Gesundheitsreform, wo wir auf politischer Ebene verhandelt haben, Bund, alle Bundesländer und die Sozialversicherung, dort haben wir sehr früh vorgesehen, dass wir insbesondere das Thema Versorgung von chronischen Erkrankungen voranschieben. Und wir haben uns dann als Bundesland Tirol sehr intensiv damit beschäftigt, mit dem Thema, wie können wir im Bereich der Chroniker Versorgungsprogramme auflegen. Und das hat also dann dazu geführt, dass wir einerseits auf Bundesebene Beschlüsse gebaut haben, also die aus der österreichischen Gesundheitsreform herauskommen, 15 A-Vereinbarungen, Zielstand Gesundheit, wo man im Thema Telegesundheitsdienste, Versorgung von Chronikern die wesentlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat im Jahr 2014. Und das war ein wichtiges Element, weil es dazu führen soll, dass wir für chronische Erkrankungen uns im Bundesland Tirol sehr gut aufstellen. Und wir haben damalig auch in guter Tradition der Entwicklung der Telemedizin uns vorbereitet auf das Thema Herzinsuffizienz. Und ich möchte vor allem der Klinik Innere Medizin, Kardiologie sehr herzlich Danke sagen für diese Pionierarbeit, die geschaffen wurde im Jahr 2010 und beginnen dann in vielen Pilotprojekten das Thema Herzinsuffizienz zu entwickeln. Und wir haben also dann gemeinsam mit Professor Bölzl und seinem Team und viele
Mitarbeitern dieses Programm hier HerzMobil entwickelt, wo es darum geht, Versorgungsnetzwerke zu etablieren und die mit Telemedizin-Lösungen zu versorgen, zur Erhöhung der Versorgungssicherheit für die Patienten, wo dann sicher noch eingegangen wird. Das war ein Meilenstein, das war eine Pionierarbeit, die wir hier im Bundesland Tirol gemacht haben. Und ein besonderes Ereignis war sicher auch der Dezember 2016, wo die Landeszielsteuerungskommission in Tirol, das ist das oberste Gesundheitsgremium im Bundesland Tirol, den Regelfinanzierungsbeschluss gemacht hat, hier HerzMobil Tirol flächendeckend auszurollen im Bundesland Tirol. Und die Expertise dann am Tisch wird das also weiter ausführen. Das war damals sicher ein Meilenstein, weil wir das erste Bundesland waren, basierend auf diesen 15a-Vereinbarungen zur österreichischen Gesundheitsreform, dieses Thema also entsprechend zu etablieren. Und inzwischen, und die Experten werden es dann schildern, sind wir in der Ausrollung, das im Bundesland Tirol voranzutreiben. Das hat mir dann sehr gefreut, dass als mein Kollege Christopher Drechsler im Bundesland Steiermark auch begonnen hat, dieses Thema zu etablieren. Und die Steiermark hat in der Zwischenzeit die Regelfinanzierung beschlossen im HerzMobil Steiermark. Das idente Chronic Disease Management Programm für Herzinsuffizienzpatienten wird derzeit in der Steiermark auch ausgerollt. Und auch das ist ein Meilenstein, weil es uns noch gelingen muss, also flächendeckend in Österreich, also hier dann also zu agieren. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass auf Bundesebene diese Aktivitäten auch sehr begrüßt wurden, auch von der Bundesregierung, von der Frau Bundesminister Hartinger-Klein und auch von der Pensionsversicherungsanstalt. Und die Pensionsversicherungsanstalt, die in Österreich ja auch zuständig ist für medizinische Nachsorge, Reha, hat dann gemeinsam mit der Bundesregierung das Thema Telereha beschlossen, gesetzlich beschlossen, dass Telereha in Österreich etabliert wird. Und es hat zu tun mit dieser Aktivität hier, weil wir als Bundesland Tirol mit der Pensionsversicherungsanstalt Hauptstelle Wien ein Versorgungsprogramm für medizinische Nachsorge beschlossen haben und durchführen, gemeinsam mit der Einrichtung in Großgemein, wo Herzinsuffizienzpatienten aus dem Bundesland Tirol nochmal in der medizinischen Nachsorge dann also betreut werden. Und damit meine ich, dass auch auf Bundesebene das einen enormen Schub bekommen hat, in dieses Thema Telemedizin, Telegesundheitsdienst hineinzugehen. Und da war HerzMobil einfach ein wichtiger, zentraler Punkt, der also einfach dazu führt, das also in Tirol und in Österreich voranzuschieben. Was mich sehr auch gefreut hat, war dann, und das waren ja auch die Arbeiten von diesem Institut hier, dass also auch in Deutschland, also in Badenhausen wird das deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz Telemedizin. Deutschland wird ein Großzentrum haben für Herzinsuffizienzpatientenversorgung in Badenhausen. Und es ist auch schön zu sehen, dass auch Vertreter dieser Einrichtung auch hier waren, angeschaut haben, wie HerzMobil funktioniert und auch das probieren werden. Das heißt, die Herzinsuffizienzversorgung in Deutschland wird sich orientieren an dem, was HerzMobil hier entwickelt hat. Und damit kann man durchaus festhalten, dass HerzMobil Tirol so ein bisschen wirklich die Pionierarbeit ist zur Versorgung von Chronikern im Thema Herzinsuffizienz. Und es ist auch unser politisches Ziel in Österreich, das gesundheitspolitische Ziel, das flächendeckend in Österreich zu erwirken und zusammenzubringen, basierend auf diesen 15a-Vereinbarungen, aber basierend auch auf der guten Arbeit, die HerzMobil Tirol gemacht hat und HerzMobil Steiermark derzeit hat. Und mein Kollege Christopher Drechsler, meine Wenigkeit, wir haben nächste Woche eine Gesundheitsreferententagung in Kärnten, wo wir mit allen Bundesländern das auch besprechen werden, wie wir hier weiterkommen in der flächendeckenden Etablierung von solchen Chronic Disease Management Programmen wie HerzMobil Tirol. Herzschwäche ist natürlich auch ein ganz wichtiges Krankheitsbild, wo wir gut versorgen müssen, und die Experten werden das weiter ausführen. Unser Ziel ist es, HerzMobil Tirol die nächsten Monate zu ergänzen um das Thema Bluthochdruck und auch im Thema Herzinfarkt-Nachsorge, dass wir das auch mitnehmen als kardiovaskuläres Versorgungs-Disease-Management-Programm. Und was für uns auch sehr wichtig ist, ist natürlich der ganze große Bereich Diabetes. Die Diabetesversorgung ist natürlich auch eines der großen Themen, nicht nur für dieses Bundesland Tirol, auch für die Republik Österreich. Hier haben verschiedene Länder einiges gemacht. Die Steiermark beispielsweise oder auch die Eisenbahnversicherung, die im Diabetesbereich was gemacht, auch Therapieaktiv hat mir in Österreich auch etabliert. Und es ist, Sie wissen, die Landeszielsteuerungskommission in Tirol hat für das Tirol Oberland das Chronic Disease Management Programm Care beschlossen, das nach einer gleichen Methodik arbeitet, aber für Diabetespatienten ganz eine ähnliche Methodik, also hier
hier versucht zu etablieren und wir sind auch da in Vollabstimmung mit dem Bundesland Steiermark, weil wir das beide machen wollen und auch mit der Frau Bundesministerin, wieder auch dieses Thema Diabetes, das ja auch eines der großen Themen ist und wir hier ein gutes Disease Management Programm auf den Weg bringen müssen für die betroffenen Patienten. Auch das ist eine große Patientengruppe. Wir haben in Tirol ca. 22.000 diabeteserkrankte Personen, wo wir auch schauen müssen, dass wir die Versorgungsqualität also noch weiter erhöhen. Und da ist unser Ansatz, dass wir Therapie aktiv mit der Care kombinieren werden, um hier auch ein gutes Chronic Disease Management zu etablieren. Auch das, wie gesagt, ist in guter Abstimmung mit der Steiermark, auch das in guter Abstimmung mit der Bundesregierung, weil auch hier natürlich, glaube ich, vieles zu tun ist. Und deshalb ist es schon auch ein Meilenstein, auch dabei sein zu dürfen, das darf auch ich sagen, in diesem Thema HerzMobil Tirol, weil es einfach der Prototyp und der Pionier war, wie man ein so Chronic Disease Management etablieren soll und muss und auch gewürdigt von den Fachgesellschaften, nicht nur auf Österreich-Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Das ist auch ein großer Verdienst der Wissenschaftler in diesen Disziplinen. Und ich kann mich abschließend nur bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Patienten, die hier mitmachen und teilhaben in diesem Versorgungsprogramm, weil das einfach, wir werden das dann noch hören, weil das natürlich auch ein Mitmachen, ein engagiertes Mitmachen der Patienten auch voraussetzt. Ich möchte mich bedanken für das viele Herzblut von vielen Personen, federführend Professor Bölzl, Frau Fetz und Clemens Riesbacher, die hier die letzten Jahre viel Herzblut hineingesteckt haben, ein Versorgungsprogramm für Tirol zu etablieren, mit vielen niedergelassenen Kollegen, mit vielen Spitalsärzten, mit vielen spezialisierten Krankenschwestern. Und ich kann mich nur bedanken dafür, für diese wirkliche Exzellenz, was da entwickelt wird, und freue mich auf das weitere Ausrollen in Tirol. Und ein großes Thema, ein großartiges Thema, was auch Pilot- und Referenzcharakter für Österreich hat und für andere Regionen in Europa dafür. Ein herzliches Dankeschön und dem heutigen Tag der Herzinsuffizienz alles Gute. Danke für die professionelle Vorbereitung, Frau Seeberger, auch oben also die Großveranstaltung, und in diesem Sinne danke und alles Gute. Danke, lieber Landesrat. Wir haben heute die glückliche Lage, dass wir erste Zahlen, also ein bisschen eine Bilanz legen können. Der vergangenen Jahre hat Professor Bölzl im Jahr 2012 hat HerzMobil Tirol als Pilotprojekt gestartet und 2017 ist es dann in die Regelversorgung übernommen worden. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019. Wie schaut Ihre Bilanz jetzt aus? Also die Bilanz ist aus medizinischer Sicht sehr positiv. Wir haben also Rückmeldungen von mittlerweile etwas mehr als 350 Patienten, die in diesem Versorgungsmodell betreut wurden. Und diese Rückmeldungen wurden immer wieder evaluiert, extern evaluiert über ein Institut an der Uni, sodass also das tatsächlich eine unabhängige Beurteilung auch dieser Qualitätssicherung dieses Modells darstellt. Und was wir sehen, ist zum einen, dass die Patienten, und ich hoffe, der Ingenieur wird es dann auch im Wesentlichen unterstützen, sehr zufrieden sind mit dieser Form der Versorgung, weil es sie in ihrer Sicherheit im Umgang mit dieser Erkrankung sehr unterstützt. Sie bekommen mehr Sicherheit mit dieser Belastung, die diese Erkrankung darstellt, jetzt von physischer Seite, auch von psychischer Seite, auch von den Aussichten, die damit verbunden sind. Und mit dieser Sicherheit kommt auch ein anderer Zugang zur Erkrankung zustande. Unter anderem auch was die Einnahmetreue von Medikamenten betrifft, was die Konsequenz in der Lebensumstellung betrifft. Also diese Sicherheit, die dieses Programm vermittelt in dieser Zeit nach einer sehr schweren Herzinsuffizienzereignis, also wo es akut zu einer Verschlechterung kommt und die Patienten im Krankenhaus betreut werden müssen, ist also sehr wichtig, was die zukünftige Entwicklung der Erkrankung betrifft. Wir wissen aus Untersuchungen, dass gerade in dieser Zeit nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Herzpumpschwäche, wegen akuter Herzpumpschwäche, die Ereignisrate sehr, sehr hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in den nächsten 6 Monaten wieder ins Krankenhaus kommt,
wegen dieser Erkrankung oder auch anderer medizinischer Probleme liegt bei 50%. Das heißt, jeder zweite Patient wird wieder aufgenommen in den nächsten 6 Monaten. Das muss man sich vorstellen. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt in den nächsten Monaten, ist sehr, sehr hoch. Im ersten Jahr nach so einem Ereignis versterben ungefähr 30% der Patienten. Also eine sehr, sehr hohe Mortalität, die mehr als im Durchschnitt der üblichen Krebserkrankungen liegt. Also die Sterblichkeit ist sehr hoch. Wir haben also jetzt von diesen 350 Patienten zum einen die Rückmeldung, dass sie sich wohler fühlen, dass sie sich sicherer und geborgener fühlen mit diesem Programm und dieser Möglichkeit auch, die sie mit dieser telemedizinischen Einrichtung, die also sozusagen auch als gewisses Tagebuch ihres Erkrankungsverlaufs fungiert, geboten bekommen. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass sich das wirklich in messbaren, also objektiv messbaren Verbesserungen niederschlägt. Wenn man also vergleicht diese Wiederaufnahmerate bei Patienten, die in diesem HerzMobil Tirol Modell versorgt wurden, dann liegt die um die Hälfte niedriger als die in üblichen und internationalen Studien berichtet wird. Also diese 50% treffen für diese Patienten nicht zu, sondern liegt so über den Daumen bei ungefähr 25%, 6 Monaten Wiederaufnahmerate. Also eine deutliche Verbesserung. Und auch die Sterblichkeit, was jetzt nicht das primäre Ziel des Programms war und auch nicht ist, sondern primär steht im Vordergrund die Verbesserung der Lebensqualität und die Verbesserung und die Reduktion der Krankenhausaufnahmen. Aber man sieht auch, dass die Sterblichkeit sich deutlich reduziert. Wir haben bei diesen Patienten, die wir jetzt zumindest über ein Jahr verfolgt haben, eine Sterblichkeit, eine Einjahressterblichkeit von knapp unter 10%. Im Vergleich zu den 30%, die in der Literatur berichtet werden, ist das eine deutliche Verbesserung. Also HerzMobil Tirol hat in verschiedenen Aspekten sich als sehr, sehr effizient erwiesen, die also reichen von der subjektiven Empfindung und Einschätzung der Patienten selber bis hin zu einer Reduktion der Sterblichkeit, die man objektiv messen kann. Und was man natürlich damit zumindest verbinden kann und hoffen kann, dafür gibt es derzeit noch keine Daten, dass letztendlich auch diese Art der Versorgung wesentlich effizienter ist als das, was herkömmlich und üblicherweise passiert. Also das Geld, das man für diese Art von Versorgung einsetzt, ist besser angelegt im Endeffekt und bringt mehr für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft als das, was man üblicherweise in der Versorgung dieser Erkrankung macht. Danke, Herr Professor Böse. Herr Dr. Risbacher, wie schaut denn die Zukunft für HerzMobil Tirol aus und welche Visionen hast du für das Programm selber, aber auch für die Telemedizin bzw. den integrierten Gesundheitsbereich in Tirol im Allgemeinen? Ja, von meiner Seite noch einmal Grüß Gott und zuerst einmal ein Dank wirklich ans Land Tirol und an die Tiroler Krankenversicherungsträger, die uns im Jahr 2012 auch das Vertrauen geschenkt haben. Und ich glaube, man muss das auch in der Zeit sehen. 2012, Digitalisierung war in dem Sinn noch kein Begriff und wir haben trotzdem das Vertrauen gekriegt, hier ein Chronic Disease Management Programm auf Neudeutsch, also ein Versorgungsprogramm für Chroniker mit ganz starker IT-Unterstützung, mit aktiver Integration des Patienten aufzubauen. Und ich glaube, dafür nochmal wirklich das Danke für dieses Vertrauen. Heute ist natürlich ein schöner Tag, wenn man die Zahlen von Herrn Professor Bölzl sieht. Und selbstverständlich müssen diese Zahlen noch mit harten Studien auch belegt werden und das werden wir auch in Zukunft tun. Aber das Schöne, und das glaube ich muss man schon sagen, wir reden hier nicht von einem Studiendesign. Und in einem Studiendesign kann man natürlich viel organisieren, was wahrscheinlich im richtigen Leben dann auch kaum finanzierbar ist. Wir reden hier wirklich von einem Programm in der Regelversorgung, wo bereits 340 Tirolerinnen und Tiroler partizipieren konnten. Das heißt, wir haben hier wirklich unsere Zahlen basieren auf einem ganz konkreten Anwendungsbeispiel. Und ich glaube, das ist auch die Stärke, die wir hier haben. Und wenn wir diese Zahlen auch präsentieren, dann bitte, dass man das durchaus auch immer berücksichtigt.
Typisch für Österreich, und das wissen Sie natürlich, ist unsere große Krankenhauslastigkeit. Zurzeit gibt es ja natürlich auch Aktivitäten im Rahmen des Strukturplans Gesundheit, diese Krankenhaushäufigkeit oder Krankenhauslastigkeit tendenziell zu reduzieren. Es gibt auch auf Bundesebene den Slogan ambulant vor stationär, das heißt, wenn Sie sich erinnern, Primärversorgungszentren hat natürlich genau diese Schlagrichtung. Wir probieren aber, und es ist auch international einen Schritt weiter zu gehen, mit dem Slogan digital vor ambulant vor stationär. Das heißt, wir wollen auch hier in die Digitalisierung gehen und unser Ziel muss natürlich sein, nicht wie es herkömmlich ist, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen, sondern die Medizin zum Patienten raus. Das heißt, der große Vorteil ist, dass man dann unabhängig auch, wo man wohnt, das heißt nicht nur im Zentralraum, sondern auch für eine ländliche Versorgung, dass die Spitzenmedizin rauskommt, und das ist unser großes Anliegen. Und was Sie bitte noch sehen müssen, ist, wenn der Patient zur Medizin kommt, ist der Patient natürlich immer nur zeitlich gesehen punktuell in einem medizinischen Versorgungssetting. Durch unser Programm, das über 3 Monate ist, das durch Multiprofessionalität gekennzeichnet ist, das heißt, die Pflege schaut wirklich drauf, im Hintergrund ist ein niedergelassener Arzt, der sich kümmert. Wir haben das Krankenhaus angeboten, können Sie über einen größeren Zeitraum, das heißt 3 Monate, eine Therapieoptimierung machen. Und das ist wahrscheinlich auch ganz ein zentraler Punkt, warum unser Programm so gut funktioniert, dass wir eben den Zeitaspekt da ausdehnen können. Aktuell, wie schaut es aus? Wir haben das auch, danke, dass Vertreter vom Landeskrankenhaus Hall hier sind. Wir haben gestartet in Innsbruck, haben auch ganz starke Unterstützung vom Landeskrankenhaus Hall, die ersten Anwender auch gewesen sind. Wir haben Krankenhaus Nattershochziel, also den Landeskrankenhausverbund, integriert. Mitte 2018, Juli 2018, wurde der Bezirkskrankenhaus Schwarz und der Bezirk Schwarz integriert. Wir gehen am 1. Juni ins Oberland, das heißt Bezirk Landeck und Imst. Werden dann im Herbst Bezirk Kufstein gehen, danach St. Johann und bis Ende 2020 oder Mitte 2021 die flächendeckende Ausrollung schaffen. Also ein ganz starkes Ziel ist, die Flächendeckung zu schaffen, eine stabile Flächendeckung zu schaffen, auch mit den ganzen Organisationsstrukturen, die es braucht, dass so ein System funktionieren kann. Ein nächster Schritt, und ich wurde ja gefragt, was schwebt uns so vor, wo geht die Reise hin? Wir haben gestartet, auch weil es ehrlich gesagt einfacher ist mit Patienten im Krankenhaus, also die schon so entgleist sind, dass sie im Krankenhaus sind, werden jetzt aktuell in das Programm integriert. Natürlich muss der Schritt davor sein. Das heißt also auch mit niedergelassenen Ärzten zusammenzuarbeiten, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass Patienten ins Krankenhaus gehen, sondern dass sie bereits frühzeitig eingeschleust werden ins Disease-Management-Programm und auch so abgefangen werden können. Immer auch mit dem Hintergedanken, die Lebensqualität des Patienten zu erhöhen, also Krankenhausaufenthalte zu reduzieren und natürlich auch die ökonomischen Auswirkungen zu sehen, wo wir glauben, dass man doch das Paradoxon ein wenig schaffen mit geringerem Mitteleinsatz. Sie dürfen nicht vergessen, wie teuer so ein Krankenhaus dort im Krankenhaus ist. Wenn wir diese Mittel oder einen Teil davon umwidmen können in innovative Programme, die wir hier haben, dann können wir, glaube ich, ökonomisch Gutes bewegen, aber vor allem auch für den Patienten gute Sachen vorantreiben. Und ein nächster Aspekt, der Herr Landesrat hat es bereits angesprochen, wir sind ganz aktiv mit der Pensionsversicherungsanstalt der Österreichischen in Diskussionen. Wir wollen natürlich integrieren, wir haben den niedergelassenen Bereich mit Arzt, mit Pflege integriert. Wir wollen einen Schritt weiter gehen, wir wollen auch die Reha-Einrichtungen integrieren und wollen schauen, dass unsere Patienten, wenn sie perfekt Reha-fit sind, in die Reha kommen, dass das kein Fremdkörper ist, sondern dass das im Programm aufgenommen wird und dass dann mit Teletrainingsmöglichkeiten die Reha dann auch mit nach Hause genommen wird und gewisse Trainingstherapien auch stattfinden. Für mich ist also wichtig, was wir hier machen, ist das Disease-Management-Programm, aber primär soll eine Medizin zum Patienten kommen und unabhängig vom Wohnort des Patienten. Und das ist so das Ziel, das das Landesinstitut für Integrierte Versorgung antreibt. Dankeschön. Dankeschön. Bettina, du bist als Koordinatorin und als spezialisierte Herzinsuffizienz Pflegefachkraft am nächsten bei den Patienten. Kannst du uns aus deiner Sicht kurz erzählen, wo du den Nutzen für den Patienten siehst und was es den Patienten bringt, das Programm? Ja, herzlich willkommen alle miteinander.
Der große Nutzen für den Patienten ist aus meiner Sicht ganz einfach, und es ist schon sehr viel erklärt worden, was die Säulen des Programms sind. Das, was noch fehlt und das, was tatsächlich dem Patienten was bringt, das ist, dass wir versuchen, ihm seine Krankheit und sein Krankheitsbild näher zu bringen, sodass er versteht, was diese Herzerkrankung macht und wie er selber frühzeitig auch einer drohenden Verschlechterung entgegenwirken kann. Also wir versuchen ihm die Krankheit verständlich zu machen, in einfachen Worten, sodass er auch wirklich weiß, um was es geht und was er selber tun kann, damit es ihm in der Zukunft besser geht. Das heißt, der große Nutzen ist aus meiner Sicht die Stärkung, die Verbesserung der Lebensqualität und die Stärkung der Eigenkompetenz für den Patienten, aber auch für die Angehörigen. Und Wissen bedeutet einfach Sicherheit und eine Verbesserung seines Lebens. Hinten aufgebaut, ich weiß nicht, wenn Sie interessiert, hätte man ein Geräteset, um zu erklären oder zu verdeutlichen, wie das Ganze funktioniert. Das Geräteset besteht aus einem Koffer oder aus einer Tasche, und diese Tasche beinhaltet eine Waage, ein Blutdruckgerät, beide sind Bluetooth-fähig, mit Bluetooth werden die Daten übertragen, auch ein Smartphone, das in der Tasche sich befindet, und eine ID-Karte. Mit dieser Identifikationskarte loggt sich der Patient im Smartphone ein und kann mittels Smartphone diese Daten erfassen und werden unmittelbar ans Krankenhaus, an den niedergelassenen betreuenden Arzt und an die Pflegeperson werden diese Daten übertragen, und so kann man sehr frühzeitig eine Verschlechterung oder eine drohende Verschlechterung erkennen und gegensteuern. Das heißt, entweder der niedergelassene Arzt reagiert darauf oder eher noch, weil die Pflege Eskalationsstufe 1 ist, die Pflege erkennt die drohende Verschlechterung, nimmt entweder selbstständig Kontakt mit dem Patienten auf oder informiert den Arzt oder weiß schon aus Gesprächen mit dem Arzt, wie sie zu reagieren hat, welches Medikament gesteigert werden kann und so weiter. Und der Patient ist so in diesem Programm einfach in ein Netzwerk eingebunden, eben aus niedergelassenen Auspflege, aus Krankenhaus, aber auch bei Bedarf auch andere Disziplinen, wo er wirklich umfassend betreut wird und bestens versorgt wird, meiner Meinung nach. Danke. Danke, Bettina. Und jetzt haben wir noch einen ehemaligen Patienten da, Herr Kreidl. Vielleicht können Sie uns ganz kurz schildern, wie Sie das Programm erlebt haben. Ja, vorher noch grüß Gott. Ich darf mir vorher noch was anderes sagen. Wir möchten uns bei alle bedanken, die beteiligt haben, dass ich heute da sein kann. Weil das ist nicht selbstverständlich, und ich soll sagen, vielleicht weil er es selber miterlebt hat, weiß man erst, was es bedeutet. Darüber denkt man vielleicht überhaupt in die Umwelt und so weiter vorher nicht unbedingt nach. Noch eins möchte ich ansprechen, möchte mich auch noch bedanken für die angenehme Art, die ich also in der Klinik Innsbruck und rundherum erlebt habe, einfach menschlich, und das ist für mich etwas sehr Wichtiges, weil das baut nämlich Vertrauen auf. Und wenn man Vertrauen zu einem Arzt hat, dann ist es, und zu Pfleger und allen dran und dran, also alle Mitarbeiter, dann ist es einfach ganz ein anderes Verhältnis. Man denkt immer nach, es nimmt einem die Angst und so weiter. Also kann da nur höchstes Lob aussprechen und möchte mich herzlich dafür bedanken. Zu Ihrer Frage, ich fange vielleicht ein bisschen weiter voran. Ich war in einem Zustand, wie es der Professor Kulzner heute schon beschrieben hat, mit allen Symptomen, Verwasser, Schlafen im Bett und so weiter nicht mehr möglich, sondern praktisch nur sitzend. Man schläft überall, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, man geht auf die Toilette und wird dann eine halbe Stunde später wieder munter. Es ist jedes Telefonat so hart. Man vegetiert, ich sage es mal so. Und die Ziele reduzieren sich ja. Vielleicht, dass man die Natur einfach so erleben darf in einigen Monaten oder auch nicht mehr. Und im Endeffekt hat es dann geendet in der Klinik Innsbruck, wo der Professor Bölzl und so weiter um mein Leben gekämpft haben. Und mit relativ langen Aufenthalt, also über 2 Monate, und ich so weit wiederhergestellt habe, dass man dann irgendwann mit einem Rollator wieder gehen kann und so weiter. Und dann noch weiter genesen kann. Und dann bin ich also in dieses HerzMobil Programm hineingekommen. Ich glaube, wenn ich richtig dran bin, war ich einer der ersten.
Und es ist einfach dann einmal Vertrauen, man hat Ansprechpartner und es ist für mich im Nachhinein gesehen so wie eine Straße. Man hat links und rechts praktisch einen Zaun, wo man weiß die Werte und so weiter. Man lernt auch damit zu leben und zu arbeiten. Das ist die Begrenzung. Und wenn ich da drin bin, geht es mir eigentlich gut und bin mir relativ sicher. Und so gesehen muss ich sagen, war das für mich eine totale Hilfe. Und im Nachhinein gesehen, bitte korrigieren Sie mich, das ist also mein Gefühl, hätte ich mir die 2 Monate Krankenhausaufenthalt und den Kampf ums Leben wahrscheinlich ersparen können, wenn ich frühzeitig in dieses Programm hineingekommen wäre, beziehungsweise wenn es vorher schon gegeben hätte.